Kopf frei! Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fliege heute mit euch nach Kirn. Das ist ein Segelfluggelände westlich von Worms, in der Nähe von Bad Sobernheim, Ida Oberstein die Ecke. Dort treffe ich den Carsten und den Macintoshi, weil der Carsten, der kennt sich aus mit Stratux. Mehr zum Stratux erzähle ich euch im Flug. Das Wetter hier ist Oskar, das Wetter dort ist Delta 1. Das ist so knapp im Übergang. Ich habe aber auch mit den Jungs geschrieben, sieht gut aus, die Wolkenbasis ist hoch, ich kann geflogen kommen. So, Piste ist ein bisschen matschig, sie geht auch bergauf, habe mir da die Anflugkarte auch von der Homepage geladen. Ja, sind wir mal gespannt und freuen uns. Ich lese regelmäßig die Unfallberichte der BFU, um selbst daraus zu lernen. Und es kam auch in letzter Zeit schon mal vor, dass Flugzeuge in der Luft zusammengestoßen sind. Da reicht es nicht immer Sine Void. Ja, wenn man manche Berichte liest und dann drin steht, kann ich nicht gesehen haben. Ja, oder war einen blöden Winkel, dann denke ich mir, was kann man denn noch dagegen tun? Und dann kommen dann solche Stichworte, war nicht mit einem Anti-Collision-System ausgestattet. Jetzt haben wir kein TCAS wie die großen Airliner, aber es gibt andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Flarren. Ja, das nutzen die Segelflieger schon eine ganze Weile, findet aber auch im Motorflug, in der Sportfliegerei immer mehr Einzug. So, und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe gesagt, Mensch, da gibt es auch dieses günstige Selbstbaugerät, einen Stratux. Und so ein Stratux empfängt nicht nur Flarren, sondern auch ADS-B und auch Mode CS-Transponder. Und über WLAN übermittelt es diese empfangenen Daten an mein Tablet. Und ich sehe dann den Verkehr. Und mit Sprachausgabe vom Tablet, was ich dann wiederum hier aufs Headset bringe, werde ich gewarnt, wenn Verkehr in meiner Nähe ist. Deswegen habe ich mir gedacht, sowas schaffst du dir an. Lieber ein paar 100 Euro ausgegeben und eine Kollision vermieden, anstatt zu geizig gewesen und irgendwann mal eine Kollision zu haben. Bei Thema Safety sollte man niemals sparen in der Fliegerei. Genauso, es gibt ja auch mittlerweile Eco-Klasse-Flugzeuge mit Rettung, Bristol B23 habe ich vorgestellt, die kann man bei Eco-Klasse optional weglassen. Aber ich sage euch, wenn es sie optional gibt, dann nimmt man sie dazu. Ein bisschen mehr Sicherheit. Oder wer von euch würde den Airbag aus dem Auto weglassen, nur um ein paar Euro zu sparen? Und wenn wir gerade bei Transponder sind, den schalten wir sowieso immer ein. Es soll ja tatsächlich noch Flieger geben, Motorflugzeuge, auch ultraleicht, die ohne Transponder unterwegs sind. Unsere nächste Frequenz kann man auch schon einstellen. Und das ist auch ein Stück Sicherheit, sich bei langen anmelden. 123.525 ist hier die Frequenz. Wenn denn die Möglichkeit besteht, dass sie dir Verkehrsinformationen geben, dann sollte man diesen Service auch annehmen. Er kostet nichts. Und die Eco Hotel ist abflugbereit am Rollhalter bis 106 voll aufgestartet. Okay, los geht's! So, 100 km/h, abheben und dann hebt die ab, wie eine Rakete. Da können wir Spitzengas rausnehmen. Eco Hotel, verlasse die Platzrunde Richtung Nordwest. Tschüss, bis später.
Lange Information. Delta Mike Bravo Echo Hotel, hallo. Delta Mike Bravo Echo Hotel, hallo. Delta Mike Bravo Echo Hotel, eine Aloni Skylane, gerade eben in Worms gestartet. 3100 Fuß auf dem Flug zum Segelfluggelände Kirn und bitte um Verkehrsinformation. Delta Hotel, Squawk 4451, QNH 1038. Squawk 4451, QNH 1038. Delta Mike Bravo Echo Hotel. QNH passt, 4451 noch. 4451, Push. Gut. Oh, wir befinden uns im Anflug auf Kirn, haben uns eben gerade per Funk angemeldet, 118205. Der Flugplatz ist auch auf einer Anhöhe, ich habe ihn schon im Blick. Wir gehen da dann in einen rechten Gegenanflug von der Piste 14. Wie es auch auf der Anflugkarte, die man sich auf der Seite laden kann, drauf ist. Ja. Ja, die Wolken sind hier wirklich Delta 1. Das ist hier wirklich Delta 1 von der Wolkenbasis her. Schön, dass da die Platz genau an der Waldkante entlang geht. Dann sieht man, sehe ich auch die Waldkante. Ah ja, und jetzt habe ich die Piste auch sehr gut in Sicht. Wo ist nichts los? Ja, Januar ist noch nicht unbedingt die Segelflugsaison. Aber die machen ja auch Ultraleichtflug am Platz. Vor 2400, da bleiben wir im Gegenanflug und tritt jetzt ein. Die Delta Echo Hotel dreht ein in den rechten Gegenanflug bis zur 14. So, darf ich wechseln? Vorne gibt es eine Landefläche 4, die ist für Segelflieger. Die Piste 14 beginnt ab dem Feldweg, der da quert. Ja, habe ich alles im Blick. Okay. Sehr schön, sehr schön. Und vor den Ortschaften jetzt in den, nicht weit, nach dem Berg da. So, jetzt können wir mal langsam Leistung reduzieren, Drehzahl anpassen. Echo Hotel dreht ein, rechter Querenflug 4. Oh, klappen jetzt. Ich war noch nie in Kirn, schon öfter drüber geflogen. Die haben mir gesagt, Achtung, Piste ist nass, also beim Bremsen aufpassen, aber es rollt ja aufwärts, ne? Echo Hotel, drehe ein, Endanflug, Piste 14. So, Landung. Die geht wirklich, also die von Schwelle zu Schwelle sind 50 Fuß Unterschied. Das ist schon ein Unfall, den sehe ich jetzt auch, wie es hier bergauf geht. Wow. So, da steht auch schon jemand und wartet auf mich. Buddha. Buddha.
Wunderbar. So, leicht anbremsen. Ja, so nass ist das gar nicht. Und den Schwung nutzen, um rechts rumzukommen. Komm rum. Da ist ja schon der Macintosh. Da nimmt er schon auf. Ist doch schön. Jetzt geht's. Ja, bist ja schon da? Hi. Ja, das ist schneller wie gedacht. So, herzlich willkommen in Kirn. Ja, willkommen in Kirn. Nee, war doch eine schöne Landung. Prima. Butter, oder? Butter, absolut Butter. Gastfreundschaft gibt es ja auch im Winter. Aber die haben das Wasser abgestellt, das nicht friert. Gibt es keinen Kaffee. Egal. Dann. Du sagst mal alkoholfreies Weizen reichen, genau. Vollkommen. Ist übrigens alkoholfrei, ne? Also ihr könnt ruhig sein. Keine Software-Update. Ja, kann ich das nicht auf mehrere Geräte laufen lassen? Das waschst du mir durch jetzt. Ja, ja, doch, aber das ist halt. Ich habe jetzt ein. Kopf frei! Jetzt geht's auf den Heimweg. Stratux ist eingerichtet und läuft hier auch. Wie gesagt, das muss alles noch optimiert werden mit der Position, mit dem Gekabelten, alles. Das war jetzt erstmal die grobe Einrichtung, hat soweit funktioniert. Und ich sollte auch Traffic hier auf dem iPad 10, ich werde Screenshots machen. Es ist heute halt nichts los, ne? So, leider haben wir es nicht geschafft, dass sich dieses SkyMap auf diesem alten Android-Gerät verbindet. Da muss ich noch mal schauen, ob es da ein Software-Update gibt oder irgendwas. Wenn nicht, ja, irgendwann ist die Hardware auch mal veraltet, beziehungsweise die Software hier auf dem Gerät. So, wir fliegen wieder zurück. War nett bei Macintosh. Gemütlich zusammen alkoholfreies Bier getrunken, mit dem Kasten unterhalten, hier mir ein paar Tricks gezeigt, wegen zum Stratux und ein paar Informationen gegeben. Da werde ich mich noch mal besser einlesen. So, jetzt rollen wir erstmal zum Rollhalt, weil ich starte bergab und deswegen rollen wir jetzt zum Rollhalt der Piste 3-2. Der Mike Bravo Echo Hotel startet Piste 3-2. Was ich dann auch noch machen muss, ist das Audio mit dem Headset verbinden. Damit ich die Verkehrswarnungen nicht nur sehe, sondern auch höre. Das ist immer ganz wichtig, hören, dass man vorher gewarnt wird. Ja, da habe ich dann zwei Möglichkeiten, Bluetooth oder eben mit Klinke. So, ich habe ein Bose A20 der ersten Bluetooth-Generation. Die verbinden sich mit dem Smartphone oder Bluetooth-Gerät nur als Telefondevice. Das heißt, ich kann damit dann telefonieren. Zum Beispiel Musik hören über Bluetooth würde mit meinem Bose A20 nicht funktionieren. Das wäre aber dasselbe Signal. Aber mein A20 hat, wo ist es denn? Hier eine Klinkensteckerbuchse für Line-In. Also ich kann da dann Eingang geben, also heißt am iPad Ausgang, Klinke, Eingang. Ist zwar dann
ja, was soll ich sagen, dicke Kabels, aber das werde ich dann auch noch optimieren. So, ist immer gut, wenn man dann so eine Community hat, die einen hilft mit diesem Stratux. Ich meine, online gibt es sehr viel Informationen und als gelernter Elektroniker sollte ich damit auch keine Probleme haben, die Informationen umzusetzen. Ja? Aber ich war jetzt mal bequem. Das kann man sich selber bauen, ist wohl kein großer Aufwand, aber ich habe mir jetzt eben eins zusammenbauen lassen, der das gerne für mich gemacht hat. So, den habe ich dann abgekauft und das war jetzt eigentlich nicht teurer als die Teile an sich. Das war jetzt für den, weil er es gerne macht. Winterprojekte, sagt er. Ja, aber dann so regelmäßig Sachen wie Einstellungen und Software-Updates mache ich selbst. Und wenn ich dann Fragen habe, ist dann immer gut, wenn man dann jemand hat, ne, für einen Support. Mal gucken, ob ich hier irgendwas in der Umgebung sehe. Dann hat es geklappt, ja. So, ich mache mal jetzt sehe ich Screenshot. Natürlich sind das Airliner, ne? Die sind weit über mir. Da wird dann auch immer angezeigt, wo die Flugzeuge sind und auch dreidimensional, ob sie unter mir sind oder über mir sind, ja? Und ob sie steigen oder ob sie sinken. Ja, ihr seht jetzt auch auf dem Screenshot, hier in nordöstlicher Richtung ist ein Flugzeug, November 9133V, sehr klein geschrieben. Er ist 1600 Fuß unter mir, ich bin auf 3000 Fuß und er sinkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der nach Mainz fliegt oder so. Da ist halt wenig los, ich werde das wie gesagt beobachten, jetzt öfter nutzen, schauen, dass ich das noch angebunden bekomme. Ja, und dann habe ich immer mein mobiles Stratux, es liegt jetzt hier ja nicht optimal hier drin. Ein längeres Kabel auch mal besorgen, aber es funktioniert. Habe ich jetzt immer dabei auf meinen Flugreisen, egal welches Flugzeug ich chartere, am meisten ja die Skyline, aber wenn ich mal ein anderes habe, kann ich dann auch hier das verwenden. Das war es dann auch mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir haben jetzt nur noch einen Katzensprung nach Worms, 20 Minuten und da genießen wir noch ein wenig den Flug. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Euer Uli. Ciao.